Heute zeige ich euch, wie ihr diesen veganen schnittfesten Käse in nur einer Stunde essfertig zubereitet. Als allererstes gebe ich 75 Gramm Cashewkerne in einen Topf. Darauf gebe ich ein bisschen Wasser und lasse die ungefähr 7 Minuten kochen, bis die schön weich sind. In der Zwischenzeit nehme ich mir ein bisschen Öl und bepinsel damit meine Form. Da kommt der Käse später rein. Die Cashews sind schön weich gekocht und die gieße ich jetzt durch ein Sieb. Die Nüsse gebe ich jetzt in einen Becher und da kommen auch direkt alle Gewürze rein. Ich nehme einen guten Teelöffel Rauchsalz. Ihr könnt auch normales Salz nehmen. Jeweils einen halben Teelöffel granulierte Zwiebeln und Knoblauch. Ihr könnt alternativ auch ein Viertel Zwiebel und eine kleine Knoblauchzehe nehmen. Und ein Viertel Teelöffel Kurkuma und ein halber Teelöffel Paprika. Das ist geräucherte Paprika. 2 gute Esslöffel Hefeflocken. 1 Teelöffel Kartoffelstärke und 1 Teelöffel Kokosöl. Wir brauchen insgesamt 250 Milliliter Wasser. Ich gebe hier aber erstmal ungefähr 50 Milliliter Wasser rein. Und das alles püriere ich. Ihr solltet das so lange pürieren, bis ihr eine schöne cremige Konsistenz habt. Mein Pürierbecher ist mir leider kaputt gegangen. Der ist ein bisschen zu groß, deshalb muss ich damit jetzt klarkommen. Aber wenn ihr einen Becher habt, der ein bisschen kleiner ist, dann geht es noch besser. Ich habe das fertig püriert und habe jetzt so eine richtig schöne cremige Konsistenz. Das ist jetzt der Moment, wo ihr probieren solltet, ob euch noch ein bisschen was an Gewürz und an Geschmack fehlt. Dann gebe ich mein restliches Wasser in den Topf. Das sind ungefähr 200 Milliliter. Und in das kalte Wasser gebe ich 1,5 Esslöffel Agar-Agar. Das dürft ihr wirklich nur ins kalte Wasser streuen. Und den Topf anmachen und dabei die ganze Zeit rühren. Und das koche ich ungefähr 1 bis 2 Minuten. So, aber ich denke mal, das ist gut. Und das kommt jetzt in einem Schwung hier auf meine Mischung. Und dann gründlich verrühren. Sobald das Ganze gut verrührt ist, fülle ich das in mein eingeöltes Schälchen. Und das lasst ihr abkühlen und wenn das nicht mehr ganz so warm ist, stellt ihr das in den Kühlschrank. Nach einer Stunde könnt ihr das schon essen. Ich habe schon mal ein Stück Käse vorbereitet für euch. Das habe ich in ein rundes Schälchen gemacht und die Schale habe ich mit Olivenöl eingeschmiert. Deshalb glänzt das hier auch so schön. Richtig schön fest. Ein sehr käsiges Aroma und das kann man sich, je nachdem wie dick man die Käsescheiben mag, schneidet man die entweder dünner oder noch dicker auf sein Brot. Es ist schön bissfest, nicht zu weich. Es sieht optisch absolut nach Käse aus und vor allem, es schmeckt nach Käse. Das war's von mir. Wenn ihr euch noch andere Käsesorten wünscht, dann schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was euch da interessiert und dann werde ich das für euch machen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Bis zum nächsten Mal.